Hallo, herzlich willkommen in meine Easy Sunshine Kitchen. In diesem Video zeige ich euch, wie ich diese Torte gebacken habe. Es ist eine leckere Schokoladencreme mit Bueno und ja, sie ist richtig lecker und auch gar nicht so schwer zum Zubereiten. Für den Teig brauchen wir dann 100 Gramm Mehl, 75 Gramm Stärke, 1 Teelöffel Backpulver, 30 Gramm Kakao, 40 Gramm geschmolzene Butter, 6 Eier, ich habe dazu auch schon 150 Gramm Zucker gegeben und eine Prise Salz. Und dann brauchen wir auch noch 75 Gramm gemahlene Haselnüsse. Die habe ich schon angeröstet und abkühlen lassen. Zuerst schlage ich den Zucker mit einer Prise Salz schön schaumig auf. Das dauert so circa 10 Minuten lang. Die trockenen Zutaten vermische ich einmal kurz und gebe sie dann durch ein Sieb direkt zu der Eiermischung. Dazu gebe ich auch die gerösteten Haselnüsse und die geschmolzene Butter. Das Ganze mixe ich einmal kurz unter. Und gebe den Teig dann in meine Kuchenform. Also ich nehme jetzt einfach den Boden einer 26er Springform, lege Backpapier drüber und stelle den Backrahmen auf 22 ein. Einfach nur, weil ich eine hohe Torte haben wollte. Ihr könnt aber auch natürlich eine 26er Springform nehmen. Dann wird die Torte einfach nicht ganz so hoch wie meine. So, jetzt falte ich einmal das Backpapier so rum, damit der Teig mir nicht auslaufen kann. Und nun fülle ich den Teig hinein und dann können wir das auch schon backen bei 180 Grad für ca. 30 Minuten. In der Zwischenzeit nehme ich 200 Gramm Schokolade und 300 Gramm Sahne. Die Sahne erhitze ich und sobald sie anfängt zu kochen, nehme ich sie sofort runter und rühre dann die Schokolade hinein. Und so entsteht eine Ganache. Das lasse ich dann richtig schön abkühlen. Und dann wird es später aufgeschlagen und das ist dann die Creme für die äußere Schicht. Für die zweite Creme brauchen wir Buenos. Ich habe so circa 3 Riegel genommen. Die zerstampfe ich einfach mit so einem Stampfer. Außerdem brauchen wir noch 200 Gramm Nutella, 250 Gramm Frischkäse, der sollte am besten Zimmertemperatur haben. Und dann kommt auch noch 300 Gramm Schlagsahne dazu. Aber zuerst vermische ich diese 3 Zutaten. Und danach schlage ich die Sahne steif. Ich habe noch ein Päckchen Sahne steif mit dazu gegeben. Und 2 Esslöffel Vanillezucker gebe ich auch noch mit dazu. Und nun werden wir die einfach schön vermischen und unsere Creme ist fertig. So, der Boden ist schön abgekühlt, die Creme ist fertig und nun schneide ich den Boden zweimal durch. Ich habe jetzt nochmal die Springform um den Boden gelegt und nun gebe ich die Hälfte der Creme auf den ersten Boden und die andere Hälfte kommt dann auf den zweiten Boden. Nun kommt der dritte Boden drauf und dann stelle ich die Torte zum Kühlen in den Kühlschrank. Nun nehme ich die Schokoladenganache, ich hatte sie umgefüllt, damit sie einfach schneller abkühlen kann.
Ich habe sie auch schon in eine Rührschüssel gegeben und nun schlagen wir das einfach nur noch steif und die zweite Creme ist auch fertig. So, nun können wir die Torte komplett damit einstreichen. Ich lasse noch etwas Creme über, die benutze ich dann später für die Tupfen obendrauf. Ja, und dann stelle ich die Torte auch wieder kalt, damit sie schön durchkühlen kann. So, für den Drip und für die Glasur habe ich jetzt 80 Gramm Sahne genommen. Die erhitze ich kurz und gebe dann 60 Gramm Zartbitterschokolade mit dazu. Das lasse ich dann einige Minuten abkühlen und fülle es dann in einen Gefrierbeutel und damit mache ich dann zuerst den Drip und dann gebe ich die Glasur komplett auf die Torte. So, wenn die Torte schön überzogen ist, dann stelle ich sie nochmal kühl und danach nehme ich noch die restliche Creme, gebe sie in einen Spritzbeutel und dekoriere nun meine Torte. So, meine Torte ist fertig und ich finde, sie ist richtig hübsch. Und das Gute an dieser Torte, sie ist auch gar nicht zu süß. Also richtig lecker und auch gar nicht schwer zum Zubereiten. Ich hoffe, euch gefällt das Rezept und ihr macht es auch mal nach. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und bis bald.